Im schönen Berner Oberland in der Schweiz schlängelt sich eine Straße von Spiez am Thunersee aus hoch bis nach Kandersteg zum heutigen BLS Autoverlad durch den Lötschberg ins Wallis. Obwohl hier täglich mehrere tausend Autos durchfahren, kennen nur die wenigsten das tragische Schicksal und die dunkle Geschichte eines kleinen Dorfes. Mitholz, ganz in der Nähe des wunderschönen Blausees, welcher ein absoluter Tourismusmagnet in der Region ist und man europaweit kennt. Das kleine Dorf zählte vor ein paar Jahren noch 170 Einwohner, doch nun nimmt die Bewohnerzahl ab. Grund dafür ist die Zwangsräumung von Teilen des Dorfes und einiger wunderschöner Häuser durch das VBS, dem Schweizerischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport. Der Grund dafür liegt schon länger zurück, genauer gesagt schon mehr als 75 Jahre. Dazumals hatte Mitholz auch noch 227 Einwohner, aber eines nach dem anderen. So sah das kleine Mitholz übrigens im Jahre 1930 aus. Um den Gesamtkontext zu verstehen, müssen wir aber noch ein bisschen weiter zurück als bis ins Jahr 1947, genauer gesagt zurück in den Frühling 1946. Am 28. Mai 1946 explodierten in der 1892 errichteten Festung Deilly bei Saint-Maurice im Unterwallis 449 Tonnen Munition und rissen 10 Arbeiter in den Tod. Die Festung wurde dabei größtenteils zerstört. Nur durch Zufall kam es dabei übrigens nicht zum wohl größten Unglück der Schweizer Armeegeschichte überhaupt, weil die 286 in der Festung einquartierten Soldaten übernachteten genau in dieser Nacht außerhalb. Zum Glück. Sonst hätte es wohl gegen 300 Tote gegeben. Die Explosion in Deilly führte dazu, dass die Schweizer Armee die Lagerung von Munition in so großen Stollen und Mengen überdachte und nach Korrekturmaßnahmen ergriff. Leider nicht schnell genug. Nun gehen wir aber wieder zurück nach Mitholz und zurück ins Berner Oberland im Jahre 1947. Zurück in ein verschneites Tal im Dezember. Zurück zu einer bis 2018 als geheim eingestuften Anlage mit riesigen Ausmaßen. 6 Gänge, jeder 8,5 bis 10 Meter breit, 150 Meter tief. Der vor den Stollen durchführende Tunnel war 370 Meter lang. Zwischen den einzelnen Stollen ließ man 16 Meter massiver Fels stehen als Sicherheit. Das ergibt eine gesamte Fläche von 55.500 Quadratmetern. Oder etwas verständlicher ausgedrückt, etwa 8 Fußballfelder. 8 Fußballfelder gefüllt mit Granaten, Artilleriegeschossen, Munition, Flakkanonenmunition, Sprengstoff, alles Mögliche. Am Abend des 19. Dezember 1947 gegen 23 Uhr kam es, trotz der getroffenen Maßnahmen nach der Explosion in Deilly im Jahr zuvor, zu einer Reihe von Explosionen in dieser Anlage im Berg bei Mitholz. Zuerst wurden Lichtblitze und Flammen beobachtet, die aus den Zufahrtsstollen drangen. Um 23:30 Uhr ereignete sich dann die erste große Explosion, bei der 30 Meter hohe Stichflammen aus den Zugängen schossen. Das nördliche schwere Panzertor wurde abgesprengt und flog Richtung Bahnstationsgebäude und zerstörte dieses komplett. In diesem Stationsgebäude starben übrigens der Bahnhofvorstand, sein Sohn und schwer verletzt überlebte die Frau des Bahnhofvorstandes. 5 Minuten später, um 23:35 Uhr, kam es zu einer zweiten, stärkeren Explosion, die noch 115 Kilometer weiter
vom Schweizerischen Erdbebendienst in Zürich aufgezeichnet wurde. Ausgeworfene Munition und Trümmer zerstörten mehrere Gebäude in Mitholz. Um 10 Minuten nach Mitternacht kam es zu einer dritten und heftigsten Explosion, begleitet von Stichflammen, die 150 Meter hoch aus allen Öffnungen schossen. Die Felswand, in der sich das Munitionsdepot befand, stürzte ein, wobei sich etwa 250.000 Kubikmeter Gestein lösten. Und so sieht die Wand übrigens heute aus. Noch zum Vergleich: Mit 250.000 Kubikmeter können die wenigsten etwas anfangen. Aber diese Masse entspricht zum Beispiel 7.500 Schiffsfrachtcontainern oder 2.500 gefüllten 50 Meter Schwimmbecken. Tonnenschwere Felsbrocken wurden mehrere hundert Meter weit geschleudert. Das erklärt auch die großen Felsbrocken auf der Pferdeweide von Anna und ihrer Familie, über die wir bereits ein separates Video gemacht haben, die nun evakuiert werden und wegziehen müssen aus Mitholz. Eine Fliegerbombe der Schweizer Luftwaffe flog sogar 2 Kilometer weit aus dem Stollen raus. Das Dorf Mitholz hatte innerhalb weniger Minuten quasi aufgehört zu existieren. 9 Menschen verloren ihr Leben dabei und im Umkreis von einigen 100 Metern wurden alle Gebäude entweder komplett oder erheblich zerstört. Überall zerstörte Gebäude, brennende Trümmer und immer wieder weitere Detonationen aus den Stollen. Die Bewohner flohen zum Teil nur mit Unterwäsche bekleidet aus ihren Häusern. Etwa 3.000 Tonnen der insgesamt 7.000 Tonnen Munition waren explodiert. Eine der 5 größten nicht-nuklearen Explosionen weltweit. Zum Vergleich: Bei Dai im Jahr vorher waren es 449 Tonnen. Beim Steingletscher 1992 waren es zwischen 300 und 800 Tonnen Munition und 279 Feststoffbooster des geheimen Bloodhound-Flugabwehrsystems. Das Video dazu findest du übrigens am Ende dieser Dokumentation. Man kann es fast nicht glauben, aber noch 9 Tage später kam es immer wieder zu kleineren Explosionen im Stollen. Die Räumung gestaltet sie extrem schwierig, weil im ganzen Tal war scharfe Munition verteilt und bereits schon wieder vom Schnee bedeckt. Die Häuser, die Eisenbahnbrücke, die Schule, die Läden zum Einkaufen, die Gleisanlagen, der Bahnhof und die Straßen wurden komplett zerstört. Doch lasst uns nun noch ein paar der alten Fotos genauer analysieren. Auf diesem Foto hier seht ihr, wie nach der Explosion versucht wird, in den Stollen zu sondieren, um ein Schadensausmaß aufzunehmen. Auf dieser Aufnahme, die nachkoloriert wurde, sieht man den Zugangsstollen und die Bahnlinie aus Ost-Nordost. Der Bahnzugang wurde dann später zugemauert. Dies ist eine mehr oder weniger aktuelle Aufnahme. Von hier aus geht es eben noch 370 Meter in den Berg rein, oder es ging rein. Und jetzt wird es etwas komplexer. Ihr seht die roten Nummern auf den Fotos. Nummer 1, das ist das vollständig zerstörte Bahnstationsgebäude. Position 2 ist das komplett verschüttete Bahngeleise zum Stolleneingang der Munitionsmagazine. Nummer 3 ist der Stolleneingang der Bahn auf der Nordseite. Nummer 4 ist der Schutt der eingestürzten Magazine. Dort die Nummer 5, das ist die Bahnschleife der BLS, um die Höhe zu gewinnen. Und Nummer 6, das schwarze Gelände, das man da sieht, ist die Explosionsentladung aus den Magazinen nach Westen vom Toreingang Süd. Und es geht gleich mit dem nächsten Foto weiter. Ihr seht hier mit dem Nummer 1 links wieder das vollständig zerstörte Stationsgebäude. Nummer 5 ist
die Bahnschleife. Nummer 6 ist eben diese Explosionsentladung beim Südeingang, vermutlich von der zweiten Explosion. Westlich begrenzt durch den Wald, südlich durch die Häuser Lütti-Steiner Sophie, nördlich durch das Haus Racheter Reichen Jakob. Das Haus dort, in der Nähe des Waldes, das war eben das Haus der Familie Lütti. In dieser Zone zwischen den Häusern, die jetzt eben beschrieben wurde, die ist etwa 130 Meter breit und etwa 400 Meter lang. In dieser Zone wurde jede Größe und Munition in sehr großer Dichte gefunden, auch quer über die Straße verteilt. Und das Gelände war vollständig mit Schutt, schwarzer Erde und Steinblöcken bedeckt. Besonders tragisch auf diesem Bild, in diesen beiden Hausruinen, mussten 4 Menschen auf tragische Weise ihr Leben lassen. Dies ist die Ostseite des Schulhauses von Mitholz. Und hier ein Foto der Ostseite des Hauses Gempeler. Dies ist ein anderer Blickwinkel auf das Haus Nummer 9, die abgebrannten Häuser von Fritz Künzi und Samuel Künzi, in dem 4 Menschen ums Leben kamen. Dahinter, Nummer 30, ist im Übrigen die Wirtschaft Balmhorn. Nummer 31, das damalige Konsum, heute bekannt als Coop. Und Nummer 32 ist das Postgebäude. Oder war das Postgebäude. Hier hat sich ein Geschoss in die Mauer gebohrt, in der Ostseite des Hauses der Familie Fuhrer-Müller. Die Distanz zum Stollen beträgt 310 Meter. Hier die Südostseite des Hauses Rauber-Stoller, welches durch Steine die Mauer durchschlagen wurde, Distanz zum Stollen 420 Meter. Und hier noch etwas näher die Wirtschaft Balmhorn, die Südostseite. Ihr seht, alles komplett zerstört, selbst das Dach ist komplett durchlöchert. Die nun folgenden Bilder lasse ich mal einfach für sich sprechen. Wer genau hinschaut, sieht überall immer wieder Granaten, Bombenbestandteile und rumliegende Munition. Und vor allem eins, eine totale Zerstörung. Doch was war die Ursache? Es wird vermutet, dass beim Umsetzen einer der Maßnahmen aus dem Explosionsunglück in Dai die folgenschwere Explosion zumindest vorbereitet wurde. Am Vortag der Explosionen waren nämlich Zeughausmitarbeiter damit beschäftigt, Zünder aus Granaten zu entfernen und separat einzulagern. Es wird davon ausgegangen, dass eine chemische Reaktion in einem Zünder zur Selbstauslösung führte, was dann eine Kettenreaktion auslöste aufgrund der Bildung einer hochexplosiven Kupfer-Stickstoffverbindung. Als Reaktion auf das Explosionsunglück in Mitholz wurden 1948 rund 2500 Tonnen Artilleriemunition aus anderen Munitionsdepots im Thuner, Brienzer und Vierwaldstätter See versenkt. Zusätzlich wurden noch rund 1500 Tonnen Rückstände aus Mitholz im Thunersee versenkt. Dass man damit früher oder später eine ökologische Katastrophe in den Seen auslösen wird, wurde damals vernachlässigt und die Entsorgungsaktionen zudem sehr ungenau dokumentiert. Dann legte sich für knapp 70 Jahre der graue Schleier der Geschichte über Mitholz.
In den Jahren zwischen 1953 und 1971 wollte die Schweizer Armee zuerst ein Materiallager in den restlichen Stollen erstellen, danach ein riesiges unterirdisches Armeespital bauen. Diese Pläne wurden aber 1971 vom Bundesrat gestoppt. Nicht wegen den Sicherheitsbedenken, nein. Vielmehr merkte man, dass ein großes, zentrales Militärspital nicht mehr zeitgemäß war. Ebenfalls in diesem Zeitraum bis vor einigen Jahren befand sich direkt neben der Explosionsstelle eine Truppenunterkunft der Armee. Erst Ende 2017 wurde bei einer Risikobeurteilung durch das VBS im Rahmen der Standortsuche für ein neues Rechenzentrum namens Castro II festgestellt, dass von den verbliebenen Munitionsrückständen noch immer ein unzulässig hohes Risiko ausgeht. Nach Schätzungen der Expertengruppe befänden sich noch rund 3500 Tonnen Munition und damit mehrere hundert Tonnen TNT im Schuttkegel und in den Stollen. Die Truppenunterkunft auf dem Areal wurde daraufhin umgehend geräumt. Auch das Lager der Armeeapotheke in den Stollen wurde frühzeitig stillgelegt. Dass bereits 2018 Spuren von TNT im Fluss Kander und im Thunersee und im Grundwasser nachgewiesen wurden, behielt die Armee dazumals für sich. Dies kam jedoch im März 2021 ans Licht. Währenddessen, am 25. Februar 2020, gab das VBS bekannt, dass aufgrund der Risikobeurteilung 51 Bewohner in Mitholz ihre Häuser verlassen müssen. Weiteren 87 wurde der Umzug freigestellt, bevor man mit den Räumungsarbeiten beginnen kann. Ab 2025 sollen dann die Abriss- und Vorbereitungsarbeiten beginnen. Ab 2031 will man dann effektiv mit der Räumung der Munitionsreste beginnen. Dafür müssen erst jedoch noch ferngesteuerte Räumgeräte entwickelt und gebaut werden, weil für Menschen ist diese Arbeit viel zu gefährlich. Von den Räumungs- und Umzugsarbeiten ist auch die BLS-Strecke betroffen. Was genau da nun aber am Ende gemacht wird, lassen wir mal offen. Während man erst von Kosten im Bereich von 500 bis 900 Millionen ausgegangen ist, wurde diese Zahl am 23. August 2022 schon mal so richtig Swiss-like ein bisschen nach oben geschraubt. Obwohl noch kein Kubikmeter Erde bewegt wurde und noch keine einzige Granate entsorgt wurde, rechnet man mittlerweile mit Räumungskosten von 2,6 Milliarden Schweizer Franken. Das bereits 9 Jahre vor dem effektiven Räumungsbeginn. Ich wage mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster raus. Am Ende, vermute ich jetzt zumindest mal, wird die komplette Aktion etwa 10 Milliarden kosten und wohl erst 2060 oder 2070 wirklich abgeschlossen sein und nicht wie mal geplant wurde 2050. In der Zwischenzeit stockten sogar die Umzugsbemühungen des VBS, weil der zuständigen Stelle das Geld gestrichen wurde. Dies führte für einige betroffene Familien zu einer Fast-Katastrophe. Das alte Haus war bereits ans VBS überschrieben, aber die Zahlung dafür, welche dringend benötigt wurde, als Anzahlung für das neue Haus in einer anderen Region, blieb aus. Und wie immer war und ist das Medieninteresse groß. Sei es mit SRF im Fernsehen, ein Bericht in der Aargauer Zeitung, in der Jungfrau Zeitung, in der BZ, in 20 Minuten, im Blick. Immer mal wieder kommt das Thema hoch und eben, wie gesagt, Räumungsbeginn ist in 8 Jahren. Danke, dass du dir dieses Video angesehen hast. Ich freue mich über einen Kommentar, ein Like, ein Abo und wenn du mehr solche Videos sehen willst, dann schau doch zwischendurch einfach mal wieder vorbei. Bis dann. Tschüss.
Die verwendeten Bilder stammen übrigens entweder von eigenen Aufnahmen oder aus dem Schweizerischen Bundesarchiv.